Was bedeuten denn die Nullen und Einsen im Logo der Leibniz-Universität und was hat das mit Leibniz zu tun? Herzlich willkommen in Leibniz Welt. In seiner Schrift De Progressione Dyadicae publizierte Leibniz zum ersten Mal seine Entdeckung des dualen Zahlensystems. Jenes System, mit dem man nur durch zwei Ziffern 0 und 1 alle Dezimalzahlen darstellen kann, indem man auf den Zweierpotenzen immer die Stelle aktiviert oder nicht aktiviert. Aber Leibniz wäre eben nicht Leibniz, wenn er es dabei belassen hätte. Für ihn war seine Entdeckung auch ein Sinnbild für die Schöpfung. Es war für ihn quasi ein Beweis dafür, dass es einen vernünftigen, logischen Schöpfergott gab, der alles nach mathematischen Regeln geordnet hatte. Frei nach dem Leitspruch des Kirchenvaters Augustinus: Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti, alles hast du nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet, sah Leibniz in dem Binärcode ein Sinnbild für die Schöpfung Gottes aus dem Nichts. Im Januar 1697 schrieb Leibniz an den frommen Herzog Rudolf von Braunschweig-Wolfenbüttel den berühmten Neujahrsbrief. Und hierin finden wir eben auch die berühmte Dyadik-Pyramide aus Nullen und Einsen, die sich auch im Logo der Leibniz-Universität findet. Leibniz war fasziniert von seiner Entdeckung des binären Zahlensystems, sowohl philosophisch als auch mathematisch. Und nach seinem Leitsatz Theoria cum praxi entwickelte er auch gleich ein Konzept zu einer dualen Rechenmaschine. Und die zeige ich Ihnen jetzt. Leibniz hatte ein geniales Konzept zu einer binären Rechenmaschine verfasst. Er beschrieb eine Metallbüchse, die mit Kugeln gefüllt sein sollte, und Fenster, die sich öffnen oder schließen lassen. Und immer, wenn durch ein geöffnetes Fenster eine Kugel liefe, dann würde das die 1 repräsentieren und ein geschlossenes Fenster die 0. Die Leibnizsche Machina Arithmetica Dyadicae ist hier in Acrylbauweise nachempfunden und den Aufbau muss man sich so vorstellen: Wir haben hier diese Büchse mit Kugeln gefüllt und hier haben wir die dualen Zahlen, also immer die Zweierpotenzen, die man dann hier über diese Tasten aktivieren kann, also die 1 und die 2, die 4, die 8, die 16, 32 und 64. Und dann kann ich hier durch Hinunterziehen die Kugeln in das Rechenwerk eingeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Addition vorführen möchte und ich addiere 3 plus 1, dann aktiviere ich für die 3, binär gesehen ist 3 1 1, nämlich 1 1. Das gebe ich jetzt in das Rechenwerk ein, indem ich hier den Schlitten runterziehe. So. 1 1. Und nun addiere ich einen dazu. Und nun gibt es hier solche Spiralfedern und Fangarme. Und die nächste Kugel, die kommt, die muss nun 2 Stellen lösen und sich in der dritten einfinden, damit es binär gesehen 1 0 0 ergibt. Eins 0 0. 3 plus 1 sind 4. Mit dieser binären Rechenmaschine kann man addieren und multiplizieren. Die Multiplikation funktioniert genauso wie bei der schriftlichen Multiplikation, indem man diesen verschiebbaren Schlitten auf die verschiedenen Stellen des Multiplikators schob und dann nach unten zog. Ob Leibniz allerdings diese Maschine mit einer doppelt schiefen Ebene tatsächlich gebaut hat, das steht eher zu bezweifeln. Das wäre sicherlich viel zu anspruchsvoll für die Handwerker des 17. Jahrhunderts gewesen. Leibniz machte mehrere Medaillenentwürfe zu seiner Entdeckung der Dyadik. Und eine Medaille versah er mit dem Spruch Omnibus ex nihilo ducendis sufficit unum, um alles aus nichts herzuleiten, genügt 1. Diese Erkenntnis schrieb er auch an die Missionspadres nach China mit der Vorstellung, dass man, wenn man doch dem Kaiser von China nur diese Entdeckung vorführen würde, er doch gleich zum christlichen Glauben
konvertieren würde. Nun, der Kaiser in China antwortete Leibniz nicht. Nun, die Verbindung von Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie, die macht nun gerade dieses holistische Leibnizsche Denken aus. Bleiben Sie wie Leibniz neugierig.